So, da wären wir auch schon wieder. Wir zwei super Gamerinnen, Playerinnen, zauberhaften Wesen. Wir haben jetzt hier gerade den Suffkopf ins Leben zurückgeholt und gucken uns ihn jetzt mal genauer an, das Elend hier. Eine aufgeplatzte Lippe hat der Gute. Der hat in dem Bett gelegen. Da ist doch auf dem Kopfkissen Blut und das Taschentuch. Ich glaube, der hat ein blaues Auge. Das heißt, hier hat ein Kampf stattgefunden, aber mit ihr hat doch kein Kampf stattgefunden. Nee. Er hat auch hier wunde Fingerknöchel, aber die kann man gar nicht, die nimmt er nicht. This man has been fighting and he smells of alcohol. So, jetzt befragen wir den Guten nochmal, ne? Jo. Eine Zigarette anbieten, ihn beschuldigen, seine Frau bedroht zu haben, fragen, was er gestern Abend gemacht hat. Ach, biete ihm erstmal eine Kippe an, vielleicht ist er dann gesprächiger. Care for a cigarette, monsieur? What's that? Scented cigarettes? No thanks. Undankbares Arschgesicht. I was trying to be friendly, but you are quite right. Let us get down to business. You threatened to kill your wife, and now she's dead. So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. So, if things were going so well with your wife, why did you not live with her? She was the one that left. Nothing to do with me, sir. Fragen, ob seine Frau einen Geliebten hatte. Ihn beschuldigen, seine Frau schlecht behandelt zu haben. Letzteres, oder? You can't have treated her very well for her to run away. No, sir, no. I wouldn't say I'd ever laid a finger on her, Boah. but it was only normal. She was my wife. Are you often involved in fights? I don't know what you mean. Ihn beschuldigen, sich geschlagen zu haben, sich lustig über ihn machen, weil er verhauen wurde. Nein, komm. Oh, bitte. Asha, look me in the eye and tell me that you were in a fight. I'm looking. No, I wasn't in a fight. You are right. Looking at the state of you, you did not defend yourself. So someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Aber warum weiß er denn, dass sie Let us 18 now Uhr try and get our brain cells to work. getötet wurde? Okay, was machte Miss Escher gerade, als sie ermordet wurde? Da haben wir jetzt schon... Also sie hat eine Packung Zigaretten. Leiche wurde gegen 23 Uhr entdeckt. Keine Wertsachen. Verletzung am Hinterkopf. Sie hat sich zum Regal zugewandt, wollte da was rausholen. Ja. The murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as she turned around to serve him. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, wie kommt ein ABC-Kursbuch auf die Theke? Auf dem Buch sind keine Fingerabdrücke. 17:30 Uhr lebend gesehen, keine Wertsachen. Ja, der Mörder war da.
Kein Kursbuch, das heißt, der Mörder hat es mitgebracht und keine Fingerabdrücke auf dem Buch. Der Mörder hat es als eine Unterschrift zurückgelassen. The murderer deliberately left behind this ABC as a signature. The absence of fingerprints and the fact that it is open at letter A for Andover leaves little doubt. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Okay, das halte ich jetzt für ein Gerücht. Haben Sie den Verlauf in den Boni gesehen? Nö. Sollten wir uns mal angucken. Rekonstruieren Sie den Verlauf des Verbrechens, indem Sie die möglichen Aktionen des Mörders auswählen. The killer enters the shop. Erstmal fortschreiten Sie. Wir haben ja offensichtlich was kaufen wollen. Sie hat ja die Packung Zigaretten in der Hand, oder? Mrs. Asher turns around to greet her customer. Bestellen. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Umdrehen, ne? He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Herzlichen Glückwunsch. Fehlt immer noch das Motiv. Weil es wurde ja nichts entwendet. Asher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Yeah, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Okay. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das nicht der letzte Mord war. Do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot, and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I would go and see. Okay. Sollen wir uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken, oder? Ja. Ah, some cool air. Ist ja auch so warm da und so. It is not the right time. Telefonieren will er mit Sicherheit auch nicht. It is not the right time.
Aber der lässt mich hier jetzt nichts machen. Hier steht ein ausgestopftes Kroko. Extra für dich, mein Kroko-Fan. So, da haben wir schon wieder Post gekriegt. Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. Da ist er wieder. The next crime will be in Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Die erinnert mich ein bisschen an Mario. Der Typ hier, ne? Ja, habe ich eben auch schon gedacht. Eine rote Mütze auf. Klempneruniform an. Ähnlich. Und dann haben wir ja hier Luigi auch sitzen. So, ich glaube, jetzt wollen wir zu Scotland Yard, oder? Aber der No doubt about it. Hastings is going bored. nett. Okay, so nicht. Oder wollen wir jetzt erst hier noch kombinieren? Nee, ne? Das haben wir alles schon, oder? Zeuge, Schreiner, das haben wir ja auch alle schon. Den neuen Brief mit dem ersten Vergleich. Wie mache ich denn das? Schreibtisch vielleicht? Dear Mr. Poirot, well, what? We're having a crazy time. Okay, so nicht. Mach mal schneller. Überlegung. Let us examine this more closely. Ja, das I schon mal gleich. Certain characters in the two letters may have similar defects. Da sind ähnliche Fehler auf. Yes, this I is weird. Muss ich jetzt alle unterstreichen, oder? Yes, Ja, this eins I reicht. is weird. Right. Let us compare this with the other letter. So, das haben wir ja hier auch. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. Das W ist nicht I richtig have to gedruckt. find some other similar defects to confirm my theory. Das W. Ach, meinst du das hier? Weil das nicht so ganz durchgerauscht Genau, ist. The W is not printed properly. Okay. Right. Let us compare. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Läuft I bei have uns to hier. find some other similar defects to Ah, confirm noch my mehr. theory. Dass das A so weit runter Ja, ist. habe ich auch gerade gedacht. Ja. Yes, the A appears to be quite an... Right. Let us compare this with the other letter. Ja, würde ich ja gerne, wenn du nicht so ein Schwätzi wärst. Wo war's denn jetzt? Da unten das 1. That's right. The A characters in Komm, the jetzt two ist aber letters gut hier. do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter.
Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. Okay, was war so besonders am Mord in Andover? Ja, Mordankündigung. Und das Kursbuch, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, nicht? Nicht. Das Opfer hieß Escher. A wie Escher, meinst du? Und da muss aber auch das Kursbuch, weil es mit A angefangen hat. Ja. Ender und Alice Escher beginnen mit einem A. Okay. Also das nächste in B. Der Name des nächsten Opfers, ja. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japp. I will explain there. Okay, also der nächste Tote wird wohl mit anfangen. Das ist bestimmt Bertha Birkins. Und was wollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir schon eine neue Aufgabe. Whitehaven verlassen. Und das mache ich wie? Jetzt eiere ich hier wieder zu dieser Tür mit dem kleinen Moppelchen hier. Ach, jetzt. Meine Hand ist eingeschlafen. Wie hast du das denn jetzt in der kurzen Keine Zeit Ahnung. geschafft? Neues Ziel nach Scotland Yard gehen. Und dann nehmen wir mal hier diese kleine Stinkkabine. To Scotland Yard, please. Wir haben ja unseren Willi vergessen. Ach, der kommt bestimmt nach. Guck, da ist er schon. Wie hat er das denn gemacht? So. Ist ja schon, also ich meine, klar, ist ganz einfache Grafik und so, ganz einfach gemacht, aber ich finde, die schaffen das trotzdem, Atmosphäre rüberzubringen, ne? Ich finde, das muss er erstmal hinkriegen in so einem, über so eine Comic-Style-Version. Wenn du das jetzt hier mit, keine Ahnung, Baphomet oder so vergleichst, wo der Stil ja ähnlich ist, ich finde, das packte nicht so wie jetzt. Nee, das stimmt, da hast du recht. Ich finde das echt gut bisher. So, sollen wir den Inspektor jetzt noch anquatschen oder im nächsten? Machen wir beim nächsten. Würde ich auch sagen. Ja. So, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ciao!